SpongeBob Schwammkopf, Battle for Bikini Bottom Rehydrated, nicht dehydrated, auch wenn das offenbar ganz viele von euch suchen, wie mir bei meiner Recherche aufgefallen ist. Darum soll es in unserem nächsten Panel gehen. Das Ganze ist ein Remake des Originalspiels von 2003 und damit ich nicht ganz alleine hier sitze und euch über das neue Spiel berichte, habe ich mir einen der Entwickler eingeladen, Martin Keuch. Herzlich willkommen. Du bist Producer bei THQ Nordic. Was genau machst du beim Spiel? Ich bin quasi beim Publisher, Producer. Das heißt, ich arbeite direkt mit dem Team einfach daran, dass das Spiel pünktlich ist, dass es so gut wie möglich umgesetzt wird, dass das Team alle Unterstützung hat, die sie irgendwie brauchen, um das Spiel möglichst gut zu machen. Und dass auf der anderen Seite unsere Leute von der Publishing-Seite einfach Marketing-Assets haben, Screenshots, Videos, all das, was sie brauchen, um auch der Welt natürlich davon erzählen zu können, wie super das Spiel ist. Also irgendwie der Verbindungspunkt quasi und gleichzeitig halt auch wirklich mit dem Team daran arbeiten, wie kann man dieses Spiel von damals, das einfach so viele Leute so lieb gewonnen haben und das so ein Kult-Following hat, wie macht man das möglichst gut wieder in der heutigen Zeit für moderne Engines, ohne dass es den Spirit verliert von damals. Du hast mir jetzt gerade schon ein richtig gutes Stichwort gegeben, nämlich eine Frage, die ich mir von Anfang an gestellt habe oder die ich mir bei sehr vielen Remakes stelle. Wieso legt man ein 15 Jahre altes Spiel nochmal neu auf? Es ist einfach ein Kultklassiker. Es ist wirklich aus der goldenen Ära auch von SpongeBob. Du hast wirklich die Voice Recordings von damals. Auf Deutsch machen wir komplett neue Voice Recordings mit den ganzen Sprechern aus der Serie. Auf Englisch hast du einfach von damals wirklich auch alle Sprecher von Mr. Krabs, von SpongeBob und so weiter und so fort. Und das Spiel ist einfach gut. Und es ist auch, seit wir als THQ Nordic die Lizenz haben, war das Spiel, wonach alle gefragt haben die ganze Zeit, hey bitte, bringt uns doch dieses Spiel zurück. Das ist einfach das beliebteste SpongeBob-Spiel, das es jemals gegeben hat. Und es ist, selbst das alte Spiel von der PS2 ist jetzt noch einfach super lustig zum Spielen. Aber natürlich, wir remaken es from scratch, also komplett neu, mit Unreal Engine 4. Und da kannst du einfach ganz andere Sachen machen, visuell, man sieht es schaut einfach ganz viel schöner aus, du kannst viel besser diese Welt wiedergeben, die Leute so gern mögen. Und ja, die Leute wollen es einfach wieder haben und manche wollen es auch jetzt vielleicht mit ihren Kindern spielen und so weiter und denen zeigen, warum das ihr Lieblingsspiel war damals. Ja genau, weil du hast es gerade schon gesagt, es ist von vielen Leuten das Lieblingsspiel gewesen, aber nicht nur das, sondern es war ja für sehr viele, für fast eine ganze Generation war es ja das erste Spiel, was sie auf der Playstation gespielt haben damals. Also ich bin jetzt schon einen Ticken zu alt tatsächlich, ich falle da gerade so noch raus, aber ich weiß von ganz vielen, vor allem nachdem das auf der E3 dieses Jahr angekündigt wurde, das ging ja total durch die Decke und ja, Childhood Memories. Ja, genau. Und das war ja auch ein Grund, warum es ist wirklich wir bleiben sehr nah am Original, wir verändern primär die Dinge, die sich einfach heutzutage, Saving-Systeme und lauter solche Sachen, die ein moderner Spieler einfach sich gar nicht mehr so ganz erinnert, dass das damals vielleicht nicht so gut war. Aber wir versuchen quasi das Spiel so zu machen, dass die Leute das Gefühl haben, so war das damals, obwohl es auf vielen Ecken getweakt ist. Und ansonsten, also das Hauptspiel ist wirklich genau so, wie Sie es in Erinnerung haben, genau alle Levels, alle Witze, alle Action und so weiter. Und zusätzlich machen wir halt einfach noch ein paar Goodies, die man heutzutage einfach auch jetzt bauen kann, die damals gefehlt haben. Kommen dann auch einige Inhalte mit rein, die im Original rausgenommen wurden, wie zum Beispiel der Roboter Thaddeus Boss oder das das Level in der Handschuhwelt? Genau, also das sind eben so diese Kleinigkeiten, wo wir sagen können, gut, da verändern wir das Original nicht, weil ein Meisterwerk tut man nicht ummalen, man macht jetzt der Mona Lisa kein Schnurrbart, aber wir können quasi zusätzlich einfach so quasi Deleted Scenes mäßig, wie bei einer Special Edition, können wir quasi sagen, okay, diesen Roboter Thaddeus Boss, von dem es damals eine Zeichnung gab, wie der hätte sein sollen, aber er wurde nie gemacht. Und da schauen wir halt, dass wir den so bauen, wie er wahrscheinlich gedacht war. Oder eben die Patricks Traumwelt quasi, die man quasi sogar frei hacken kann im alten Spiel, so ein bisschen, so einen groben Entwurf. Und den bauen wir eben jetzt voll aus. Und zusätzlich haben wir eben noch einen Multiplayer, on- und offline, wo man wirklich mit einem Freund gemeinsam oder einer Freundin gemeinsam Horden von Robotern
gemeinsam wegprügeln kann. Weil eben viele Leute, das war einer der Dinge, wo die Leute besonders beim Announcement sich sehr darüber gefreut haben, ist, dass man es jetzt einfach gemeinsam spielen kann. Und weil du dann eben vielleicht mit deinen Freunden von damals dich nochmal hinsetzen kannst und das gemeinsam spielen oder mit deinem Kind zusammenspielen und sagen, schau, das war Papas Lieblingsspiel damals, spielen wir das gemeinsam und lauter solche Sachen. Und wie weit ist es schon? Es ist, wie man sieht, schon recht weit. Das Team ist in vollen Gear, also nächstes Jahr kommt es ja auch schon raus. Also wir werden in den Zuge der nächsten Monaten wird es immer wieder neue Einblicke geben und ich glaube, die Leute werden sich sehr freuen, wenn eins nach dem anderen wenn man dann Patrick auch sieht, weil man kann im Spiel ja 3 Charakter spielen. Du kannst SpongeBob spielen, Patrick spielen und Sandy spielen. Je nachdem, welches Level brauchst du wen anderen, um da irgendwie durchzukommen. Und da wird man jetzt dann stückweise sehen, eins nach dem anderen, die ganzen Roboter-Bosse, Roboter Sandy, Roboter Patrick, Roboter SpongeBob und so. Ich glaube, das wird den Fans sehr taugen, wenn sie dann sehen, wie die jetzt neu Designs und so in super High Detail. Und auch für Fans einfach des Genres, also wer 3D-Plattformer mag, auch aus dieser Ära, wo so viel verschiedenes Gameplay ist. Du kannst auf seiner Zunge herumskaten, du kannst dich in einen Ball verwandeln, du kannst mit deiner Unterhose Bungee-Jumping machen und so weiter und so weiter. Also es ist auch einfach nur ein extrem lustiges Spiel, dass man schnell nimmst den Controller und du verstehst es sofort und du kannst es sofort spielen und es ist lustig. Und wenn du dann noch SpongeBob-Fan bist, dann ist es überhaupt die Ultimate Experience. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Also für alle, die es 2003 schon gespielt haben und für alle, die es noch nicht gespielt haben und gerne mal ausprobieren wollen, nächstes Jahr erscheint es. Für welche Plattformen kommt es? Für PC, Xbox One, PS4 und Switch. Für die Nintendo Switch auch. Das heißt, wir haben einen Multiplayer, online und offline. Wir haben großartige Level, wir haben eine tolle, neue, moderne Grafik und es klingt auf jeden Fall schon super, super witzig und ich denke, das ist auf jeden Fall einen Blick wert. Wir machen jetzt noch eine kleine Rapid-Fire-Runde. Ich stelle dir innerhalb von 90 Sekunden eine Handvoll schwieriger Fragen. Nein, so schwierig sind sie nicht. Eine Sekunde bitte. Dann sagen Sie den Politikern auch immer und dann so enden die Karrieren. So enden kann... Nein, deine Karriere wird nicht enden. Es sind zum größten Teil lustige Fragen und gelegentlich ein paar ernste Fragen. Aber du musst so schnell antworten, wie du kannst und ich werde ein bisschen zufällig wählen. Bist du bereit? Ja. Gut. Wenn du 100 Millionen Dollar und 5 Jahre Zeit hättest, welches Spiel würdest du machen? Dann würde ich ein Discworld-Spiel, ein Scheibenweltspiel machen. Oh, großartig, sehr gute Antwort. Welcher NPC in eurem Spiel wird garantiert zum Publikumsliebling? Da muss ich sagen, der Flying Dutchman, der fliegende Holländer, weil es mein Favorite Character ist. Das ist jetzt sehr persönliche Wahl. Ist euer Spiel historisch korrekt? Ja, es ist 100% akkurat, was in Bikini Bottom damals passiert ist. Welche Idee würdest du dir gerne aus einem anderen Spiel klauen? Ich möchte gerne den Gary sowie einen Hund mit mir mit dabei haben. Aber das wird leider im Remake leider nicht machbar sein. Oh, sehr schade. Targaryen oder Slytherin? Targaryen oder Slytherin? Da bin ich überfragt. Ich glaube Targaryen. Ich packe meinen Koffer und da kommt rein. SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Meine SpongeBob-Kappe. Und eine Switch. Nenne eine Sache, die schwerer ist, als euer Spiel zu machen. In der Früh sehr früh aufstehen, wenn einen das Kind geweckt hat. Mit wem würdest du gerne mal ein Spiel entwickeln? Mit den Leuten von Dynasty Warriors, mit Koei, weil ich bin immer schon ein langer Fan von der Serie und das war immer sehr lustig, die Spiele. Sehr cool. Was war das Verrückteste, was du bislang auf der Gamescom erlebt hast? Auf der Gamescom war eigentlich noch kurz vor der Gamescom, dass uns ein Fan vom Spiel angeschrieben hat und uns unbedingt darum gebeten hat, wir müssen die Mrs. Puff im Spiel unbedingt genauso lassen, wie sie früher war, weil das für sie der wichtigste Charakter überhaupt war. Und wir dürfen sie auf keinen Fall ändern. Die war so super. Das war's schon. Und jetzt zählen wir mal, wie viele Punkte du bekommen hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte.
9 Punkte, das sind 10 Sekunden pro Frage. Ich würde sagen, das ist gut. Okay. Und du gewinnst nichts. Herzlichen Glückwunsch. Schön. So, vielen, vielen Dank. Hier geht es als nächstes weiter mit Cyberpunk. Da begrüßt euch dann der Michi mit einem der Entwickler von Cyberpunk 2077 und wird die wichtigste Frage der Videospielwelt klären. Ist es CD Projekt Red oder CD Projekt? Vielen Dank, dass du da warst und Gerne, wir danke. sehen uns gleich wieder.